So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme oder auch zu einer neuen Folge von Alone in the Dark 1 1992. Ich bin der DerEpicFailLP und heute werden wir, gehe ich mal schon von ganz stark aus, werden wir das Spiel beenden. Also wir haben letzte Folge ja nochmal alles wiederholt, das ganze Spiel im Grunde. Bis jetzt, weil ich da ja jetzt ein paar Probleme hatte, leider. Aber dann machen wir mal hier weiter. Der Raum ist dunkel. Ja, dann. Na, eigentlich können wir. Ich leg mal die Sachen hier vorne ab, die wir nicht mehr brauchen. Nämlich die Pfeile. Weiß ich, dass wir ihn definitiv nicht mehr brauchen. Und den Bogen. Der Bogen hier. Den auch ablegen. Genau. Und dann wollte ich nochmal speichern. Nehmen wir hier jetzt hier. Weil ich dann wollte nochmal probieren, was passiert. Ist den Ölkünstler noch benutzen, ob der schon auch noch mehr wird bei der Lampe. Er hat jetzt 98. Gut, das heißt, wir schmeißen jetzt auch noch den leeren Ölkanister hier weg. Und speichern einfach nochmal. Hier bei 5. Gehen jetzt hier rein und machen mal die. Genau, dann legen wir mal die hier ab. Ablegen. Oh, und da kommt schon der. Ups. Der Geist. Der kann auch, soweit ich weiß, durch Wände gehen. Was so ein bisschen, ja, wie ihr seht, was so relativ gefährlich ist. Oh nee, nee. Lauf. Ich will noch mal eine Runde laufen, lieber. Immer ein bisschen hier weiter wegschlocken. Komm mal hierher. Ist hier überhaupt was? Kann ich ja noch mal gucken. Oh ja. Oha. Jetzt wird's hier aber. Oder war das einfach jetzt hier nur? Ah. Okay. Nee, es ist nur Style. Das heißt, vielleicht müssen wir hier nochmal eine extra. Wir müssen mal hier suchen. Hier ist ein Mechanismus und da müssen wir dann das Buch können wir lesen. Das ist kein echtes Buch, nämlich eine Buchattrappe und das müssen wir jetzt hier genau. Und dann können wir jetzt hier rein und soweit ich weiß, kann der Geist hier auch nicht rein. Dann nehmen wir mal hier der Talisman.
Und dann untersuchen wir einfach nochmal weiter. Vielleicht finden wir hier noch was. Ein Dolch. Aha. Pergament. Noch ein Pergament und ein Buch. Oh, sogar so viele Bücher. Dann speichere ich mal hier auf der 5 und dann lesen wir mal, machen wir wieder eine kleine Lesestunde. Womit fangen wir mal erstmal an? Mit dem Pergament. The Book of Jahre, Signs of Stone, Eucharistic Rituals of Forbidden Cults. Texts collated by Monsignor Vacher, legate in the Curia of the Vatican. Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He Who Goes in Shadows protect themselves with signs of stone carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in Manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. Ja, das ist ja diese Medaille, oder diesen Talisman, den wir da hatten, ne? The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair, and are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. His ways are infinite in number. Ja, okay. Dann verbundene Ritenkulte. Das legen wir mal ab. Dann speichern wir. Mache ich absichtlich. Ihr werdet noch sehen, weswegen. Dann lesen wir jetzt das Pergament. Das zweite. The Sacrificial Dagger, Otto Stern, Lumina Books. The importance placed on ritual sacrifice is constant in religious cult practice. Propitiating the gods is a theme common to many religions. The Old Testament affords many examples. Primitive polytheistic belief systems integrate sacrifice in their rituals as part of the recurrent process of reaffirmation and, naturally enough, group cohesion. The members of their social and religious community come together in an act of purification and atonement. It would be erroneous to imagine the act of human sacrifice linking priest, offering, and God, C.F. Manzetti's stone cults, as anything less than a vital focusing of the group's faith. The act
also ensures the continuing appeasement of the god, but only if practiced by a recognized officiating priest using the appropriate instrument. Studies made concerning primitive religious groups bear witness to the central role of sacrifice in living ritual. My own work in the field of ethnopsychology brought me into contact with a sorcerer living in the region of Arkham. He introduced me to the rite of steel, linked to a ceremony known as adoring the black goat of the woods with 1,000 youngs. The god being adored is known as the vagabond. Here, the dagger's role, which allows the life breath to pass from one dimension to another, is essential. The vagabond is a frightening figure, being able to move where he wants and to kill those who have displeased the goat god, for whom he acts as a go-between. The goat is clearly a fertility god. The priest, having spoken the invocation, must choose the appropriate dagger for the sacrifice. The knife with a sinusoidal blade that must be dipped 7 times on night when the moon is full in water that has been distilled 100 times will be laid aside, since it would send the vagabond back into his own dimension. See illustration. The priest will rather choose the dagger with a curved blade. That is more appropriate for slitting of the lamb's throat. This act transfigures the sorcerer priest and plunges the assembled worshippers into a divine trance. Okay. Das ist ja zumindest wofür die Dolche zuständig sind. Dann legen wir das hier ab. Das zweite und speichern. Hier nochmal. Und wir haben dann jetzt hier noch. Hoppala. Zwei Bücher. Dann nehmen wir das hier. Juan Luis Jorge, De Bibliotheca. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts. Archaeos Publications, 1919, Stafford. Translation does not alter the occult power contained within such forbidden texts. The malevolent energy is in no way diminished. The spell must be cast aloud and clearly, in certain languages or little-known dialects. Maglafar Fatang. The reader will understand that, in the light of these revelations, I would be foolhardy to continue quoting from the text I have before me. If spoken aloud in its entirety, it would surely awaken powerful and malignant forces. I will go further and say that simple reading of some of the more technical passages describing specific practices is in itself a perilous exercise. The ill-prepared reader can easily fall prey to attacks of demented hysteria, not unlike those described in cases of individuals said to be possessed by evil spirits. I recommend the study made by Zempf, Urbain, Grandier, and Loudon, and the reports made by the Reverend Richard Price concerning a number of astonishing, to say the least, exorcisms carried out in a parish near Providence. Given what I have written, we must be grateful to the librarians of the British Museum, who have never allowed consultation of the work of Al-Azif's startling work, the infamous Necronomicon. Copies of that work do exist, in spite of the zeal of book-burning inquisitors. For proof, we need look no further than the British Museum, of course, and the sealed archives of the Miskatonic University in Arkham. Other examples of books
whose evil can be unleashed by any thoughtless reader, are von Jutz's von unersprechlichen Kulten and the abominable De Vermis Mysteries by Ludwig Prien, whose sordid death should be a lesson to all those tempted by a study of the occult. Ja, okay. Das Buch Studien über die Macht des Wortes legen wir auch mal ab. Und speichern hier auch nochmal. Und dann lesen wir mal das letzte Buch. Ludwig Prien. De vermis mysteriis. Nomine invocatoris si non sanctificatus es cave. De vermis mysteriis non absolvo folem legendum fatum et eum versus. Tibi magnum inominandum signa stellarum nigrarum et Ja, das war irgendwie ein böses Buch. Auf jeden Fall sind wir jetzt tot. Und laden das Spiel nochmal neu. Das heißt, das Buch lesen wir jetzt nicht. Das legen wir einfach ab. Und gucke ich einfach nochmal hier nochmal an der Seite, ob hier noch was ist. Nichts Besonderes. Okay. Dann legen wir das mal hier ab, das alles. Und was war das jetzt hier? Ich speichere mal zur Sicherheit. Warte mal, müssen wir halt die... Ich würde sagen, hier benutzen, ne? Oder ablegen. Lassen wir mal. Benutzen. Besiegt. Geil. Dann war das richtig. Dann können wir die Sachen hier auch gleich liegen lassen. Die Dolch ablegen. Alle Dolche können wir dann hier ablegen. Das Feuerzeug lasse ich auch nochmal hier, weil ich nicht weiß, ob wir das noch brauchen. Dann speichern wir hier nochmal. Hoppala. Gehen jetzt erstmal ein bisschen im Kreis, weil es ja so viel Spaß macht. Und diesmal, ehrlich gesagt, nicht vergessen. Die Lampe mitzunehmen. Ja. Nehmen wir gleich so, dann ist die aus. Ah ne, komm mal, nehmen wir noch. Wir nutzen hier einfach nochmal die. Wie viel hat die denn jetzt? Die Pille? Noch 70, ja, okay. Ach, jetzt haben wir hier. Okay. Dann nehmen wir die jetzt weg. Wohin müssen wir jetzt noch? Ah ja, wir müssen noch einmal runter.
Da war doch noch diese Sache mit dem Ballsaal. Soweit ich weiß.